Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Was darf ich heute weitergeben? Für uns. Ruhe ist wichtig. Hier verwöhnt man sich, hier nimmt man Auszeit, hier genießt man seine Zeit. Entspannung ist angesagt. Es kann auch so eine Energie sein, wo man an sich etwas mehr zur Ruhe kommt. Oder wo man sagt, so, ich beschäftige mich sehr viel damit ich das und das und das und das noch erledige, damit es uns allen oder mir gut geht. Und hier darf man abgeben, ne? Hier mal ein bisschen rausnehmen, sich selber feiern oder verwöhnen. Und hier sind so Gebete, die sich verwirklichen, die auch mehr Ruhe in unser Leben wieder zurückbringen. Positive Energie ist hier um uns herum. Unsere bewusste Ebene weiß ganz genau, wo negative Schwingung ist, wo etwas ist, das uns runterzieht oder wo wir aus dem Vertrauen rausgeschubst werden. Und es ist auch so eine Aufforderung, dass wir uns nicht in Negativität reindenken oder reinsteigern. Was ich schön finde, ist, dass wir auf der unterbewussten Ebene tatsächlich schon haben, dass uns der Himmel hilft, dass uns geholfen wird. Also man ist an sich schon in dieser Stimmung, wo man sich tragen lässt oder wo man auch weiß, wenn ich im Vertrauen bleibe, lösen sich die Dinge auf. Manchmal sehen wir es noch nicht oder auch das Wie nicht. Deshalb ist es wichtig, positiv zu bleiben, sich selbst nicht zu begrenzen. Und wir haben das Ja. Wir haben hier in der Vergangenheit oder in der kürzeren Vergangenheit schon etwas gehandelt, gemacht, getan, wo wir uns dazu berufen fühlten oder wo wir einfach merkten, da muss ich jetzt irgendwas machen, und es hat sich hier so bestätigt, dass es gut war für uns. Und es wird eine Situation auch so geklärt, dass man eine neue Gelegenheit bekommt, mal anders zu reagieren, etwas Neues zu machen, einen neuen Weg zu gehen oder eine Möglichkeit zu wählen, die uns aus dem Alltag auch rausholt. Die Schatztruhe, meine Lieblingskarte. Hier ist es so, dass man nach den Sternen greifen sollte. Das liegt hier in unserem eigenen Haus drin, dass wir etwas mehr wollen, als uns mit Kleinigkeiten zufriedenzustellen, und dass man ruhig auch die Messlatte mal hoch anlegen darf. Viele von uns haben das so gelernt, dass man mit wenig zufrieden sein muss und dass man eben statt die ganze Etappe nur die kleinere schafft. Aber das ist hier nicht gewollt, sondern man darf sich auf mehr fokussieren, selbst auch mehr erwarten. Und wir haben aus dem Umfeld raus die Schatztruhe. Hier kommt neue, unerwartete Fülle, die uns vielleicht auch die Möglichkeit mitbringt, mal ganz andere Wege zu gehen. Was man hier erstrebt, wird hier gleich belohnt. Ne? Spannend. Hier sind die Seelenpartnerbeziehungen. Hier kann auch sein, es erwarten uns neue Beziehungen, die eine spirituelle Grundlage haben oder ja,
emotionalen Reichtum mitbringen. Und das Ganze führt uns hier in die Unabhängigkeit. Das kann jetzt hier mehrere Sachen bedeuten. Natürlich gilt es auch für die Selbstständigen. Die können mit einem anderen Weg und erhöhten Maßstäben und vielleicht auch Partnern, die hinzukommen oder Ideen haben oder Aufträge, magische Möglichkeiten erschaffen. Aber für viele geht es auch um das Thema unabhängig sein, selbstständig meine Dinge machen. Unterm Deck haben wir noch, erkunde deine Möglichkeiten. Hier wägt man andere Dinge ab. Das haben wir hier zweimal. Ne? Man nimmt einen anderen Weg, man ist interessiert an etwas und man hat mit dieser Mischung aus Ruhe, Vertrauen und Unterstützung dann ein ganz gutes Ergebnis. So, spannend mal mit anderen Karten das keltische Kreuz zu legen, finde ich. Die Aussagen sind dann auch ganz anders. Ne? Von den Krafttieren haben wir noch den Papagei dabei. Da geht es tatsächlich auch darum, Farbe ins Leben zu bringen. Es geht darum, viele Wege, die das Leben bietet, auch zu nutzen oder mal einen ganz anderen Weg zu gehen. Aber es geht auch darum, dass man etwas bespricht oder dass man etwas beredet, was neu gestaltet werden will. Hier ist auf jeden Fall fruchtbarer Austausch, positive Kontakte auch, das bestätigt sich hier. Man ist auf einem guten Weg, man verleiht seinen Möglichkeiten Flügeln oder auch mehr Ausdruck und man geht aus einer Begrenzung raus, die man vorher so für sich aufgebaut hatte. Und es geht nicht nur um große Ziele oder die Selbstständigkeit, sondern es geht auch um den ganzen Alltag. Ne? Alltägliche Situationen, die man grundlegend anders angehen sollte, um hier mehr Ernte zu kriegen. Ne? Hier ist Lebendigkeit, die wieder mehr reinkommt und Gespräche, die mit Lachen und Humor das Leben einfach bereichern. Möglicherweise geht es auch um schlagfertigere Antworten oder versteckte Botschaften, die in Kommunikation zu finden ist. Und dann geht es darum, dass wir überlegen dürfen, wollen wir immer nur Recht haben oder wollen wir mit den anderen friedlich zusammen sein. Im fröhlichen Austausch auch. Und hier möchte ein bisschen mehr Farbe ins Leben kommen. Ihr Lieben, wir lassen das gerade so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.